Also alles, was es an Schwammerl zurzeit gibt, ist hier versammelt. Und zwar nicht nur aus dem Münchner Umland, sondern teilweise auch von der Schwäbischen Alb, von Tirol. Veranstaltet ist der Botanische Garten, aber wir führen es durch, der Verein für Pilzkunde. Gut, jetzt die Mitgliederzahl an sich sagt nichts, wir sind über 500 Mitglieder, aber aktiv da an der Ausstellung beteiligt sind vielleicht so 20. Ich habe immer schon mich mit Pilzen beschäftigt und wie ich glaube 2003 habe ich angefangen zu fotografieren und da wollte ich dann, also da bin ich von den Speisepilzen weggekommen und wollte dann eben alles, was ich fotografiert habe, wollte ich wissen, was das ist. Und 2005 bin ich dann im Verein gekommen, habe das Mikroskopieren gelernt. Ja, jetzt seit ein paar Jahren bin ich jetzt im Vorstand vom Verein. Das ist unser Highlight im Jahr, ist immer die Pilzausstellung. Ja, das ist aber auch cool. Uns selber natürlich auch total spannend ist, aus verschiedenen Gegenden die ganzen Pilzarten da alle auf einen Haufen zu bringen. Und du machst ja auch immer noch die Pilzberatung, das hast du mir erzählt, oder? Ja, das ist halt die Pilzberatung der Stadt München. Am Montag, Vormittag und Nachmittag im Münchner Wald. Irgendein besonders schöner Pilz, den du hier zeigen möchtest? Der wunderschöne Pilz ist der herrlich giftige Satanspilz. Ja, genau, super. Den finde ich wunderschön. Ja. Also das ist einer von den Rotbohrern, die man ganz schön sieht. Den hast jetzt aber nicht du gefunden, oder? Nein, der ist von der Schwäbischen Alb. Den gibt es zurzeit bei uns nicht. Okay. Irgendein Fund von dir dabei hier bei dem? Ja, freilich. Ich war gestern im Wald, ich habe einen Haufen Zeug. Weil es hat ja auch geregnet. Es war vor allem sehr nass im Wald. Alle Suchtrupps sind bis auf die Haut nass. Ja, verstehe. Warum sind Pilze wichtig? Pilze sind ökologisch extrem wichtig in zweifacher Hinsicht. Ein Teil der Pilze sind sogenannte Saprophyten, Streuzersetzer oder Holzzersetzer. Die sorgen dafür, dass das, was im Wald an Pflanzenmaterial abstirbt, dass das auch abgebaut wird. Also sonst würde der ganze Wald in Laubstreu ersticken, wenn nicht in erster Linie Pilze, aber auch Bakterien dafür sorgen, dass das Material abgebaut wird. Und dann wieder als Humus zur Verfügung steht. Das machen im Wesentlichen Pilze wie der Vanille. Das sind so unscheinbare Schwammerl, die stehen also zu Tausenden in der Laub- und Nadelstreu und die zersetzen diese ganze Streuschicht. Das, was das Holz zersetzt, das sind dann Schwammerl, die hier zum Beispiel, das sind so konsolenförmige zum Beispiel, das ist immer wieder mal im Wald, wenn die Bäume schon krank sind, dann wachsen diese Konsolen. Ja. Da gibt es also Schwächeparasiten und es gibt welche, die wachsen erst, wenn die Bäume schon abgestorben sind. Und fast alles, was man hier so an den Stämmen sieht, auch so unscheinbare Beläge oder sowas, ja, das sind Pilze, die das Holz zersetzen, das Totholz, was am Boden fällt. Also das ist eine ganz wichtige Funktion, dieses Zersetzen von organischem Material. Und die zweite wichtige Gruppe, da können wir schon bei denen hier bleiben, das sind durch die Bank Mykorrhiza-Pilze, die in einer Lebensgemeinschaft mit den Bäumen wachsen. Das heißt, der Pilz ist ja nicht, das sind ja nur die Fruchtkörper. Das ist ein Fadengeflecht im Boden. Und dieses Fadengeflecht umwächst die Wurzeln von den Bäumen und dann findet zwischen diesem Fadengeflecht und den Wurzeln ein Stoffaustausch statt. Die Pilze liefern Mineralien und Wasser und die Bäume liefern Zucker. Durch das, dass sie ja photosynthesefähig sind im Gegensatz zu den Pilzen. Und das fördert das Wachstum der Bäume und das fördert natürlich auch das Wachstum der Pilze. Das ist also eine klassische Symbiose. Also da haben wir die große Gruppe der Haarschleierlinge, das ist auch im Prinzip mein Spezialgebiet in der Pilzwissenschaft. Es gibt wahrscheinlich um die 2000, also irgendwas zwischen 1000 und 2000 dürfte realistisch sein. Also das ist eine Riesengruppe, das sind alles Mykorrhiza-Pilze. Und die sind extrem wichtig eben für die Wälder, dass die wachsen können. Und man stellt halt immer wieder bei einigen Mykorrhiza-Pilzen fest, dass sie durch Stickstoffeinträge geschädigt werden. Also dass man weniger davon findet. Das sagt jetzt noch nicht exakt was darüber aus, wie es den Pilzen geht, weil das unterirdische Geflecht ja trotzdem da sein kann. Aber das zu erforschen ist schwierig. Wir stellen schon Rückgangstendenzen fest, also an den Fruchtkörpern zumindest, dort wo halt viel Stickstoffeintrag in den Wäldern ist, wo intensive Landwirtschaft ist, verkrauten die Wälder, das siehst du daran, dass überall Brombeeren wachsen, Brennnesseln wachsen, Springkraut, du kommst kaum mehr rein in den Wald, weil überall die Brombeeren sind.
Man merkt auch, dass in solchen Wäldern zum Beispiel Pfifferlinge und Steinpilze weniger werden. Die sind nicht stickstofftolerant und auch die Haarschleierlinge werden weniger. Das ist eine ganz spannende Gruppe, mit der ich mich halt intensiv beschäftige. Da gibt es auch ein paar, die kann man makroskopisch von außen, ohne da sich großartig mit Mikroskopen zu befassen, kann man die bestimmen, so wie diese Schleiereule oder wie dieser geschmückte Schleimkopf, die theoretisch sogar essbar sind. Aber das weiß nicht mal jemand, da steht zum Beispiel hier auch kein Speisepilz, aber ich wüsste ihn gern. Wir beschäftigen uns halt damit, diese unglaubliche Artenvielfalt einfach mal zu erfassen. Ja. Das ist halt unglaublich schwierig, weil wenn man gerade so in Richtung Telamonia geht, diese Untergruppe, da gibt es ganz viele, die sich sehr, sehr ähnlich schauen, Ja. und wo es auch keine vernünftige Literatur gibt, wo man diese hunderte von Arten unterscheiden kann. Also das macht man halt mit Hilfe von Sequenzanalysen. Ich schicke halt das Material, was ich jetzt in den letzten 15 Jahren gesammelt habe und fotografiert und mikroskopiert habe, schicke ich halt an die Forscher. Und die machen Sequenzanalysen, vergleichen es mit den Typussequenzen. Typen sind immer die, praktisch die der hinterlegt, der den Pilz beschrieben hat. Er findet ihn, beschreibt ihn neu, als neue Art für die Wissenschaft und hinterlegt einen Typus. Ja. Das heißt, ich kann dann, wenn ich die Arten, wo ich meine, das ist der, brauche ich nur die Sequenzen vergleichen. Du sprichst von Gensequenzen. Von Gensequenzen. Genau. Das ist DNA im Prinzip. Und da gibt es bestimmte Marker in der DNA. Bei Pilzen das ist nicht bei allen Gattungen gleich, aber wo man sagen kann, die funktionieren relativ gut. Und mit Hilfe von diesen DNA-Vergleichen kommt man jetzt bei Telamonia, bei dieser Untergruppe von den Schleierlingen, erst drauf, wie man die überhaupt, was ist was. Also extreme Fortschritte in der Taxonomie. Das heißt, im Prinzip muss man da ganz viel neu aufarbeiten. Wo sitzen die Leute, die diese Sequenzen machen? Es gibt Labors, die sind darauf spezialisiert. Zum Beispiel gibt es ein Labor in Spanien, der bei Hobbymykologen recht beliebt. Die schicken da ihre Schwammerl hin und kriegen dann nach 2 Wochen für relativ geringes Geld eine Sequenz. Früher war das unbezahlbar. Inzwischen kostet so eine Sequenz vielleicht 20 Euro. Also Ja, wirklich, es ist Gott schon ein Geld. Also diese ganzen Schleierlinge habe ich an die. Es gibt so eine Europäische Vereinigung für Schleierlingsforschung, sag ich mal, JEC. Ja. Und die veranstalten auch so eine jährliche Tagung von Mykologen. Und da gibt es eine Gruppe, die befasst sich eben mit der Forschung und die macht DNA-Sequenzanalysen. Und das wird teilweise von dieser Gruppe, also von diesem Verein, wird das finanziert und teilweise aber auch von Universitäten getragen. Und da tut sich halt zurzeit wahnsinnig viel. Schon auch witzig sind die Bezeichnungen, oder? Das ist irgendwie für den Sprachler schon der wohlriechende Gürtelfuß zum Beispiel. Richtig. Gar nicht gewusst, dass er da ist. Ein Pastapilz mal hier. Ja, genau. Da haben wir gleich. Ah, schau mal. Genau. Das ist gut. Ja, klar. Da steht dann Glas drauf. Ja.